Guten Morgen an alle. Ich bin Peter. Adele, ich muss dir etwas Wichtiges erzählen. Gestern Abend, als ich nach Hause kam, stand meine Haustür offen. Willkommen zurück bei Wow Spoken German, liebe Zuhörer. Oh nein, Peter, das klingt gefährlich. War jemand in deiner Wohnung? Ich weiß es nicht genau. Ich hatte Angst. Ich bin nicht sofort hineingegangen. Ich habe zuerst die Polizei gerufen. Das war sehr klug. Sicherheit geht immer vor. Was haben die Polizisten gesagt? Sie kamen schnell. 2 Polizisten sind mit mir in die Wohnung gegangen. Sie haben alles kontrolliert. Jedes Zimmer, jeden Schrank. Zum Glück war niemand da. Was für eine Erleichterung. Aber wie konnte die Tür offen sein? Hast du vergessen abzuschließen? Nein, ich schließe immer ab. Ich bin sehr vorsichtig normalerweise, aber ich habe etwas Seltsames bemerkt. Das Schloss war nicht kaputt, die Tür war einfach nur angelehnt. Das ist mysteriös. Liebe Zuhörer, habt ihr schon einmal so etwas erlebt? Schreibt es in die Kommentare. Peter, fehlte etwas in deiner Wohnung? Das ist das Komische. Nichts fehlte. Mein Laptop lag noch auf dem Tisch. Mein Handy, meine Uhr, mein Bargeld, alles war da. Sogar meine Kamera, die sehr teuer war. Sehr seltsam. Vielleicht hat jemand die Tür aus Versehen geöffnet. Ein Nachbar vielleicht? Oder der Hausmeister? Möglich. Ich habe den Hausmeister heute Morgen getroffen. Er sagte, er war gestern nicht in meiner Etage. Aber ich fühle mich jetzt unsicher. Ich möchte meine Wohnung sicherer machen. Hast du Tipps für mich? Natürlich. Ich habe viele Tipps. Zuerst solltest du ein besseres Schloss installieren. Ein Sicherheitsschloss ist sehr wichtig. Die normalen Schlösser in Mietwohnungen sind oft nicht gut genug. Ein Sicherheitsschloss. Gut. Was macht ein Sicherheitsschloss besser als ein normales Schloss? Ein Sicherheitsschloss ist schwerer zu knacken. Es hat mehr Stifte im Inneren. Manche haben sogar Sicherheitskarten. Ohne die richtige Karte kann niemand einen Schlüssel nachmachen. Das klingt sicher. Aber ist so ein Schloss nicht sehr teuer? Es kostet mehr als ein normales Schloss, ja. Aber es ist eine gute Investition. Etwa 150 bis 300 Euro. Das ist weniger als die Kosten eines Einbruchs. Das stimmt. Was noch? Eine Alarmanlage wäre gut, oder? Ja, eine Alarmanlage ist sehr effektiv. Nicht zu teuer, aber sehr effektiv. Es gibt heute viele intelligente Systeme. Sie sind viel besser als die alten Systeme. Intelligente Systeme? Was meinst du damit? Wie funktionieren die? Systeme, die du mit deinem Smartphone kontrollieren kannst. Du bekommst eine Nachricht auf dein Handy, wenn jemand deine Tür öffnet. Oder wenn ein Fenster aufgeht. Du kannst alles in Echtzeit sehen. Das klingt praktisch. Aber ist das nicht sehr kompliziert zu installieren? Muss ich einen Fachmann bezahlen? Nein, überhaupt nicht. Die Installation ist einfach. Viele Leute machen es selbst. Du brauchst keinen Techniker. Die meisten Systeme funktionieren mit WLAN. Du klebst einfach die Sensoren an. Sensoren? Was für Sensoren? Kleine Geräte. Einen für die Tür, einen für jedes Fenster. Wenn die Tür oder das Fenster sich öffnet, sendet der Sensor ein Signal an dein Handy. Interessant. Und was kostet so ein System? Ist das sehr teuer? Es gibt verschiedene Preise. Ein einfaches System kostet etwa 100 bis 200 Euro. Ein komplexes System mit Kameras und vielen Sensoren kann 1000 Euro oder mehr kosten. 100 bis 200 Euro ist erschwinglich. Das kann ich mir leisten. Gibt es noch andere Möglichkeiten, meine Wohnung zu sichern? Ja, viele. Eine Überwachungskamera zum Beispiel. Du kannst eine Kamera an der Tür installieren oder in deiner Wohnung, wenn du möchtest. Eine Kamera vor meiner Tür? Ist das erlaubt? Ich meine, es ist ein Mietshaus. Kann ich einfach eine Kamera installieren? Gute Frage. Du musst mit deinem Vermieter sprechen. In Deutschland gibt es strenge Regeln für Überwachungskameras. Datenschutz ist sehr wichtig hier. Welche Regeln? Was darf ich und was nicht? Die Kamera darf nur deinen privaten Bereich filmen, nicht den Flur oder die Nachbartür. Das ist wichtig. Du darfst den öffentlichen Bereich nicht filmen, das ist illegal. Verstehe. Nur meine eigene Tür. Nicht mehr. Das macht Sinn. Liebe Zuhörer, wisst ihr, welche Sicherheitsregeln in eurem Land gelten? Sind sie ähnlich wie in Deutschland? Sehr gute Frage, Peter. Sicherheit ist in jedem Land anders. Die Gesetze sind unterschiedlich.
Peter, hast du mit deinen Nachbarn gesprochen? Kennst du sie gut? Noch nicht. Ich kenne sie kaum. Ich sehe sie manchmal im Treppenhaus, aber wir reden nicht viel. Sollte ich das tun? Auf jeden Fall. Gute Nachbarn sind die beste Sicherheit. Sie achten auf deine Wohnung, wenn du nicht da bist. Sie sehen, wenn etwas Ungewöhnliches passiert. Das stimmt. Ich kenne meine Nachbarn kaum. Vielleicht sollte ich das ändern. Wie fange ich an? Ich bin nicht so gut im Smalltalk. Es ist einfacher, als du denkst. Definitiv. Du kannst sie fragen, ob sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches gesehen haben. Das ist ein guter Anfang für ein Gespräch. Gute Idee. Ich werde heute Abend bei Ihnen klingeln. Vielleicht backe ich einen Kuchen und bringe ihn mit. Was kann ich noch tun? Gibt es mehr Tipps? Fenster. Vergiss die Fenster nicht. Sind deine Fenster sicher? Hast du spezielle Schlösser? Ich wohne im 3. Stock. Ich dachte, das ist sicher genug. Niemand kann doch so hoch klettern, oder? Nicht immer. Es gibt Einbrecher, die sehr geschickt sind. Sie können klettern, sie benutzen Leitern oder Gerüste. Du solltest deine Fenster immer schließen, wenn du weggehst. Immer? Auch wenn ich nur kurz einkaufen gehe? Auch im Sommer, wenn es heiß ist? Ja, immer. Ein Einbruch dauert nur wenige Minuten. Die Diebe sind sehr schnell, sie brauchen nur 2 oder 3 Minuten. Sie wissen genau, wo sie suchen müssen. Das wusste ich nicht. Ich lasse manchmal das Badezimmerfenster offen, für frische Luft. Das ist ein Fehler, oder? Das solltest du nicht tun. Es ist ein großer Fehler. Liebe Zuhörer, macht ihr manchmal diesen Fehler? Lasst ihr eure Fenster offen? Schreibt es uns. Du hast recht. Ich muss vorsichtiger sein. Ich kann ja ein Fenster in Kippstellung lassen, wenn ich zu Hause bin. Gibt es noch mehr Sicherheitstipps? Ja, wenn du in den Urlaub fährst, sollte deine Wohnung bewohnt aussehen. Das ist sehr wichtig. Einbrecher beobachten oft Häuser und Wohnungen. Bewohnt aussehen. Wie mache ich das? Was muss ich tun? Du kannst Zeitschaltuhren für die Lampen benutzen. Dann geht das Licht abends automatisch an und morgens aus. Es sieht aus, als wärst du zu Hause. Clever. So denken die Leute, ich bin zu Hause. Das ist ein guter Trick. Was noch? Und bitte deinen Nachbarn, deinen Briefkasten zu leeren. Ein voller Briefkasten zeigt deutlich, dass niemand da ist. Das ist wie ein Signal für Einbrecher. Ein voller Briefkasten. Daran hätte ich nicht gedacht. Das ist logisch. Was noch? Soziale Medien. Das ist sehr wichtig. Poste niemals, dass du im Urlaub bist, während du weg bist. Das ist sehr gefährlich. Warum nicht? Ich poste gerne meine Urlaubsfotos. Meine Freunde wollen sehen, wo ich bin. Ist das falsch? Natürlich darfst du Urlaubsfotos posten, aber warte, bis du zurück bist. Wenn Diebe sehen, dass du weg bist, ist deine Wohnung ein leichtes Ziel. Sie wissen genau, wann sie einbrechen können. Oh, das ist ein guter Punkt. Ich habe das nie so gesehen. Ich dachte, es ist harmlos. Aber du hast recht. Viele Leute machen diesen Fehler. Sie posten Fotos vom Strand und sagen, wo sie sind und wie lange sie bleiben. Manchmal schreiben sie sogar ihre Adresse in ihrem Profil. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Ich werde vorsichtiger sein mit meinen Posts. Ich warte jetzt immer, bis ich zurück bin. Sehr gut. Peter, lass uns über Dokumente sprechen. Wo bewahrst du wichtige Dokumente auf? Deinen Pass zum Beispiel. In einer Schublade in meinem Schreibtisch. Ist das falsch? Warum fragst du? Das ist nicht sicher genug. Du solltest einen kleinen Safe kaufen. Einen feuerfesten Safe, wenn möglich. Einen Safe? Ist das nicht übertrieben? Ich bin doch kein Millionär. Ich habe keine Diamanten. Nein, es ist nicht übertrieben. Dein Pass, deine Geburtsurkunde, wichtige Verträge, diese Dinge sind sehr wertvoll. Wenn jemand sie stiehlt, hast du große Probleme. Ein neuer Pass kostet Zeit und Geld. Du hast recht. Ein Safe ist eine gute Investition. Wo kann ich einen kaufen? Und was kostet so ein Safe? In jedem Baumarkt. Es gibt kleine Safes für zu Hause. Sie sind nicht teuer. Etwa 50 bis 100 Euro für einen einfachen Safe, 200 Euro für einen feuerfesten Safe. Das ist erschwinglich. Ich kaufe einen am Wochenende. Ich gehe am Samstag in den Baumarkt. Perfekt. Noch ein wichtiger Tipp. Mache Fotos von deinen wertvollen Sachen, von allem, was teuer ist. Fotos? Wozu? Warum soll ich Fotos machen? Für die Versicherung. Wenn etwas gestohlen wird, brauchst du Beweise. Fotos helfen bei der Versicherung. Ohne Fotos ist es schwer zu beweisen, was du hattest.
Klug. Ich habe eine Hausratversicherung, aber ich habe nie Fotos gemacht. Ich habe nicht daran gedacht. Mach es heute noch. Fotografiere deinen Laptop, deine Kamera, deinen Schmuck, deine Uhr. Alles, was wertvoll ist. Speichere die Fotos in der Cloud. In der Cloud, nicht auf meinem Computer. Warum ist das wichtig? Richtig. Wenn dein Computer gestohlen wird, sind die Fotos weg. Die Cloud ist sicherer. Du kannst von überall darauf zugreifen. Verstehe. Das macht Sinn. Ich mache das heute Abend. Liebe Zuhörer, habt ihr Fotos von euren wertvollen Dingen oder ist das neu für euch? Sehr gute Frage. Peter, weißt du, was eine Hausratversicherung genau abdeckt? Was ist versichert und was nicht? Nicht genau. Ich habe eine, aber ich habe den Vertrag nicht genau gelesen. Ich sollte das wohl tun, oder? Das solltest du unbedingt tun. Nicht alle Versicherungen sind gleich. Manche zahlen nur für Einbruch, andere auch für Feuer- oder Wasserschaden. Manche zahlen sogar für Fahrraddiebstahl. Interessant. Ich werde meinen Vertrag heute noch lesen. Ich muss wissen, was versichert ist. Gibt es noch mehr, was ich wissen sollte? Ja, lass uns über persönliche Sicherheit sprechen. Nicht nur die Wohnung, auch du persönlich. Deine eigene Sicherheit ist genauso wichtig. Was meinst du? Wie kann ich mich persönlich schützen? Wenn du abends nach Hause kommst, bist du vorsichtig? Achtest du auf deine Umgebung oder bist du abgelenkt? Manchmal. Aber ich schaue oft auf mein Handy. Ich lese Nachrichten oder höre Musik. Das ist wohl nicht gut, oder? Das solltest du nicht tun. Sei aufmerksam. Schaue dich um. Wenn dir etwas seltsam vorkommt, vertraue deinem Gefühl, dein Instinkt ist wichtig. Meinem Gefühl? Was meinst du damit? Ja, wenn du dich unwohl fühlst, wenn jemand dir folgt oder seltsam aussieht, geh nicht nach Hause. Geh an einen öffentlichen Ort, zu vielen Menschen. An einen öffentlichen Ort, wie ein Geschäft oder ein Restaurant oder eine Tankstelle, richtig? Genau. Ruf die Polizei, wenn nötig. Deine Sicherheit ist wichtiger als alles andere. Wichtiger als Höflichkeit. Wenn du Angst hast, ruf an. Das stimmt. Ich werde vorsichtiger sein. Ich werde nicht mehr auf mein Handy schauen, wenn ich nach Hause gehe. Was ist mit Taxis oder Uber? Gute Frage. Prüfe immer das Nummernschild, bevor du einsteigst. Vergleiche es mit der App und prüfe den Namen des Fahrers. Das mache ich manchmal nicht. Ich steige einfach ein. Ich bin oft in Eile. Das ist falsch, oder? Das ist gefährlich. Es gibt gefälschte Taxis. Prüfe immer das Nummernschild und den Namen des Fahrers. Es dauert nur 5 Sekunden, aber es kann dein Leben retten. Okay, ich werde das ab jetzt immer tun. Immer. Liebe Zuhörer, seid ihr vorsichtig bei Taxis? Prüft ihr das Nummernschild? Peter, ich habe noch einen wichtigen Tipp. Gib niemandem Fremdem deine Adresse. Nie. Egal, was sie sagen. Das ist logisch, aber manchmal muss man die Adresse geben, zum Beispiel beim Online-Shopping oder bei der Bank. Richtig. Aber sei vorsichtig. Verwende nur sichere Websites. Prüfe immer das Schlosssymbol in der Adresszeile. Das zeigt, dass die Verbindung verschlüsselt ist. Das Schlosssymbol. Das zeigt, dass die Website sicher ist. Ich habe das gesehen, aber ich wusste nicht genau, was es bedeutet. Genau. Und gib niemals deine Adresse in sozialen Medien an. Niemals. Auch nicht in deinem Profil, das ist sehr gefährlich. Niemals. Das ist wichtig. Ich habe Freunde, die ihre Adresse öffentlich posten. Sie denken, es ist harmlos. Das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Sag es ihnen, Peter. Vielleicht hören sie auf dich. Vielleicht ändern sie ihre Einstellungen. Ich werde es tun. Ich spreche heute noch mit ihnen. Was ist mit Passwörtern? Das ist auch wichtig, oder? Oh, das ist ein sehr wichtiges Thema. Deine Passwörter sollten stark sein. Nicht einfach oder leicht zu erraten. Keine Namen, keine Geburtstage. Was ist ein starkes Passwort? Wie erstelle ich ein gutes Passwort? Mindestens 8 Zeichen, besser 12. Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbole. Und niemals das gleiche Passwort für alles. Jede Website braucht ein anderes Passwort. Ich benutze oft das gleiche Passwort. Das ist einfacher zu merken. Aber das ist falsch, oder? Das ist sehr gefährlich. Wenn jemand ein Passwort stiehlt, hat er Zugang zu allem. Deiner E-Mail, deiner Bank, deinem Amazon-Konto, allem. Oh nein, das ist schlimm. Ich muss meine Passwörter ändern. Alle.
Aber wie kann ich mir so viele verschiedene Passwörter merken? Ja, sofort. Es gibt gute Passwortmanager, die helfen dir, sichere Passwörter zu erstellen und zu speichern. Du musst sie nicht alle merken. Passwortmanager. Ich habe davon gehört. Sind sie sicher? Kann man ihnen vertrauen? Ja, sehr sicher. Sie verschlüsseln deine Passwörter. Du musst nur ein Masterpasswort merken, ein einziges Passwort für alles. Das klingt gut. Ich werde einen ausprobieren. Welchen empfiehlst du? Es gibt viele gute. LastPass, Dashlane, 1Password. Sie sind alle gut. Such dir einen aus und probiere ihn. Die meisten haben eine kostenlose Version. Perfekt. Ich werde das heute noch machen. Liebe Zuhörer, benutzt ihr Passwortmanager? Welchen benutzt ihr? Schreibt uns eure Tipps in die Kommentare. Adele, ich habe so viel gelernt heute. Ich fühle mich jetzt besser vorbereitet, sicherer. Das freut mich. Sicherheit ist kein Zufall. Es ist eine Entscheidung. Man muss aktiv sein, man muss Dinge tun. Du hast recht. Ich werde heute noch beginnen. Zuerst spreche ich mit meinen Nachbarn, dann kaufe ich Zeitschaltuhren. Sehr gut. Und dann schaust du dir Sicherheitssysteme an. Vergleiche Preise und Funktionen. Lies Bewertungen im Internet. Ich werde das tun. Und ich kaufe einen Safe für meine Dokumente. Am Samstag im Baumarkt. Perfekt. Peter, hast du jetzt noch Angst wegen gestern Abend? Fühlst du dich besser? Ein bisschen Angst habe ich noch, aber ich fühle mich besser, weil ich jetzt einen Plan habe. Ich weiß, was ich tun muss. Das ist gut. Angst ist normal, aber Vorbereitung hilft. Du bist nicht hilflos. Du kannst etwas tun. Du hast die Kontrolle. Genau. Ich bin nicht hilflos. Ich kann etwas tun. Ich habe Optionen. Danke für deine Hilfe, Adele. Du hast mir sehr geholfen. Gerne, Peter, liebe Zuhörer. Wir hoffen, diese Tipps helfen auch euch. Sicherheit ist für jeden wichtig. Für uns alle. Ja, egal wo ihr wohnt. In einer Wohnung oder in einem Haus. In der Stadt oder auf dem Land. Sicherheit ist überall wichtig. Richtig. Habt ihr eigene Sicherheitstipps oder Fragen? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen alle Kommentare. Eure Erfahrungen sind wertvoll. Sie helfen anderen. Teilt sie mit uns und mit anderen Zuschauern. Genau. Gemeinsam können wir alle sicherer leben. Wir können voneinander lernen. Peter, was machst du jetzt als erstes? Ich gehe zu meinen Nachbarn. Ich stelle mich richtig vor und frage sie, ob sie gestern Abend etwas gesehen haben. Vielleicht wissen sie mehr. Ausgezeichnet. Das ist ein guter erster Schritt. Und dann? Dann gehe ich in den Baumarkt. Ich schaue mir Sicherheitsschlösser und Safes an. Ich vergleiche Preise. Vielleicht kaufe ich auch Zeitschaltuhren. Sehr gut. Und vergiss nicht die Fotos von deinen wertvollen Sachen. Das ist wichtig für die Versicherung. Ich vergesse es nicht. Ich mache heute Abend Fotos von allem. Laptop, Kamera, Uhr, alles. Und dann speichere ich sie in der Cloud. Perfekt. Du bist gut vorbereitet, Peter. Ich bin stolz auf dich. Du machst alles richtig. Danke, Adele. Und danke an alle Zuhörer. Bleibt sicher. Achtet auf euch. Ja, bleibt sicher und achtsam. Seid wachsam. Bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Passt auf euch auf. Tschüss, liebe Zuhörer. Wir freuen uns auf eure Kommentare und eure Geschichten. Bis bald.